Wir sind in Bosnien angekommen. Nach der unglücklichen Geschichte in Montenegro haben wir uns auf den Weg gemacht Richtung Bosnien, genauer gesagt nach Trebinje, nicht weit entfernt von der montenegrischen Grenze. Und ja, es ist ein nettes Städtchen. Wir sind da jetzt für eine Nacht geblieben, dadurch, dass wir weiter mussten nach Dubrovnik und da direkt über die Grenze. Atemberaubender Blick auf jeden Fall von oben auf die Adriaküste und die Grenzstation. Also dort kann es sicherlich auch Spaß machen zu arbeiten. Und nach einem wundervollen Tag in Dubrovnik, wer das Video noch nicht gesehen hat, gerne rechts oben anklicken, ist verlinkt, sind wir Richtung Bosnien wieder zurückgefahren. Also war so ein bisschen aufwendig, zweimal die Grenze zu passieren, rein und raus. Aber waren alle relativ entspannt, alles ohne Probleme, ging alles blitzschnell. Und danach sind wir Richtung Mostar gefahren, wo wir 3 Tage eingeplant hatten, bevor es dann weitergehen sollte Richtung Sarajevo. Ja, herzlich willkommen. Wir sind jetzt in Bosnien angekommen. Es ist ein bisschen frostiger. Wir sind jetzt in Mostar. Gestern waren wir in Trebinje. Trebinje war sehr, sehr schön. Mostar gucken wir uns heute an. Wie gesagt, es ist ein bisschen frostig, 8 Grad. Wir sind da hier in einem Apartment, in einem Mehrfamilienhaus. Da haben sie sich ziemlich zentral in der Stadt was hier zusammengebaut. Es sind sogar 2 Swimmingpools für den Sommer. Sind natürlich beide leer, dadurch, dass jetzt halt wirklich Winter ist. Aber ansonsten sieht das eigentlich ganz, ganz nett aus. Und ja, sehr, sehr viele Apartments. So ein fast dreistöckiges Haus. Ich glaube, nur eine Partei ist hier, die noch mit uns wohnt. Halt wir. Und cool ist, dass wir halt einen Parkplatz haben geschlossen mit Garage. Hier hinten ist die Straße und dann dahinter, seht ihr schon ein bisschen den Schnee auf den Bergen. Und ja, dahinter geht es dann schon in den Trubel. Und wir gucken uns das an, den Stari Most werden wir uns angucken. So. Ja, was die wenigsten wissen, hier weht eine kroatische Flagge und daneben so die bosnische Flagge. Jetzt sind wir so ein bisschen hinter dem Baum. In Bosnien. Wir waren in Trebinje, das ist anscheinend serbisches Gebiet. Dort siehst du nur serbische Fahnen. Wir haben erst an der Grenze eine bosnische Fahne gesehen. Ist auch spannend. Ist quasi in 3 Regierungen aufgeteilt, so ich mir das mal erklären habe lassen. Das heißt, die haben theoretisch 3 regierende Präsidenten, so übersetzt, die halt ihre Zonen regieren. Da gibt es eben die kroatische Zone, dann eben die serbische und dann, ich glaube, oben im Norden bei Banja Luka, das sollte die bosnische sein. Korrigiert mich, wenn ich jetzt mich gerade ein bisschen vertan habe, aber und hier Mostar, ich glaube Sarajevo ist auch noch irgendwie kroatisch. Da müssten wir dann eben morgen dann gucken, wenn wir Richtung Sarajevo fahren, wie es sich dort dann anfühlt. Aber hier auf jeden Fall die kroatische Fahne wenigstens mit der bosnischen zusammen. Ist auf jeden Fall spannend. Ja, auf jeden Fall eine sehr nette Stadt, Mostar. Wobei Trebinje mir auf den ersten Blick besser gefallen hat. Irgendwo war es überschaubarer, netter. So diese ganzen Gassen, hat irgendwie mehr irgendwas gehabt. Das ist auf jeden Fall auch recht nett. Ja, auf jeden Fall da mit den Bergen im Hintergrund ist das auf jeden Fall sehr nett anzuschauen. An der anderen Seite sind dann die Berge mit dem Schnee schon drauf. Das ist dann so Richtung Sarajevo. Das könnte dann so ein bisschen schwierig werden. Und mittendrin in Mostar eine Bruce Lee Statue. Das finde ich sehr faszinierend, dass man sowas hier hinbaut. Meine Kumpels, falls die gerade zugucken, gerade kroatisch geprägt, die sind alle so Bruce Lee Hardcore-Fans, auch so ein bisschen Jean-Claude Van Damme, wobei Bruce Lee ist ja so der Superstar, also dass hier jetzt so eine Statue ist, finde ich schon sehr witzig. Ja, Bruce Lee, Tvoj Mostar, nice. Nee, ich denke nicht. Und schon ein bisschen hoch, ne?
Fazit von Mostar ist, es ist ein nettes Städtlein irgendwie, jedoch hat es uns jetzt nicht wirklich vom Hocker gehauen. Es ist so ein bisschen muslimisch angehaucht, bisschen ist jetzt ein bisschen untertrieben, also viele Moscheen. Gerade diese Altstadt ist sehr von der osmanischen Geschichte angehaucht. Man merkt da ein bisschen die Tradition, die dahinter steckt. Ansonsten die Leute alle relativ nett. Was ist in den Kaffeehäusern und überall, wo man halt irgendwo essen tut. Rauchen ist noch wie vor ein paar Jahren in Österreich. Wer da nahe zur Grenze lebt, ich glaube vor 3 Jahren oder was oder 4 Jahren hat Österreich das Rauchergesetz erst so richtig verschärft und das Paradies für Raucher war quasi zu Ende. Wer jetzt irgendwie Hardcore-Raucher ist und denkt, ja, das ist alles so schlimm, was verboten wird. Bosnien ist definitiv ein optimales Land für alle Raucher, die ihre Zigarette bei einem Café genießen möchten. Auf jeden Fall geht die Reise nun weiter Richtung Sarajevo, sind wir schon gespannt. Gerne ein Like dalassen, wenn dir das Video gefallen hat und gerne ein kostenloses Abo dalassen, falls du noch nicht Abonnent des Kanals bist. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.